Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kanli, ich bin wieder in den Soundstar Studios und wir drehen heute die 5. Folge von unserem neuen Format Artist Talk. Dieses Mal auch beim Friseur gewesen. Ich habe wieder einen Gast, einen Rapper, der eine Crew gegründet hat in München. Genius and Madness, stabile Crew. Die haben eine Single rausgebracht, beziehungsweise er hat eine Single rausgebracht, die heißt Alle essen, keiner redet. Ein starkes Musikvideo auf YouTube könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Mensch den Weg ins Studio gefunden hat. Mein Gast ist Sonny the Dawn. Viel Spaß. Meine Frau hat Essen mit viel Liebe gemacht. Alle essen, keiner redet. Alle essen, keiner redet. Die Polizei hat wieder einen Dealer geschnappt. Alle essen, keiner redet. Alle essen, keiner redet. Ein paar meiner Jungs sitzen wieder in Haft. Alle essen, keiner redet. Alle essen, keiner redet. Doch sie haben immer viel lila gemacht. Alle essen, keiner redet. Alle essen, keiner redet. Ja, ja. Servus. Okay, servus. Was geht ab? Wie geht's? Mir geht's super. Freut mich erstmal hier sein zu dürfen. Cool, dass du da bist. Soundstar Studios Folge 5, ne? Folge 5. Ja, du bist der 5. jetzt. Der 5. im Bunde. Wir fangen gleich mal an mit unserer ersten standardmäßigen Frage. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen und wie hat das bei dir alles angefangen? Okay, das ist eine krasse Frage. Ja, Hip-Hop, also meine Generation, so 86, so, da war dann die Wende, da waren die Amis hier, da gab's Schwarze hier durch so schwarze Musik, Hip-Hop-Clubs dann. Mein Vater hat Hip-Hop gehört, so, also es war schon immer was man gehört hat. So, das war früher halt so eher vielleicht Dr. Alban oder so, ja, so, oder Snap, so wie das, was es früher gab. Und dann irgendwann kam auch Tupac und Ding, da gab es eine riesige Welle, so, deswegen man konnte sich dem eigentlich nicht entziehen, wenn man in die Schule gegangen ist. Dann hat man entweder Biggie oder Tupac gehört, so. Dann habe ich ziemlich schnell auch angefangen so mit Beatboxen und so, ja. Hatte einen Kollegen, der auch schon verstorben ist, Nino Bryan hieß der ist aus Amerika gekommen, mit dem bin ich mal abgehangen und der hat gerappt schon ziemlich früh damals. Und bei dem habe ich halt auch so reingucken können, wie das so läuft als Rapper, was man machen muss, Songs schreiben, pipapo. Und wie gesagt, gebeatboxt, aber da war ich halt noch jünger, so mit 12 ging es los, so sagen wir mal bis 16. Und dann hat man natürlich andere Dinge so zu tun gehabt, aber ich hatte immer ein Händchen für Leute, die begabt sind, sagen wir mal so. Ich sehe das, wenn jemand was kann, ja, oder wie er das verbessern kann, wie er besser an sein Ziel kommt, so. Und das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, so, um Leute zu managen. Das habe ich dann auch so ziemlich schnell getan, so ab da, wo ich 17 war. So. Ja. Und dann habt ihr euch irgendwann... Siggy Brown an dieser Stelle gegrüßt, so. Genau. Und ja, und dann hatte ich ziemlich schnell auch so dann Fuß drin in München. Sobald man da weggegangen ist mit 18, dann hat man auch zum Beispiel einen Vorgänger, den ich jetzt auch grüße, Kandala, getroffen oder so beim Weggehen in den Clubs, so in den Hip-Hop-Clubs. Das waren auf jeden Fall, wo ich so 17, 18 war, waren das auf jeden Fall Leute, die man gekannt hat, dass sie auch schon rappen und so. Dann, was man so gehört hat in München, das war auch Feinkost. Das ist mir auch sehr wichtig, das will ich unbedingt sagen. Feinkost Paranoia, egal wo die heute alle sind, gegrüßt. Weil das war eine krasse Crew. Also die haben... Wie alt warst du bei Feinkost Paranoia, als du das erste Mal gehört hast? Ja, also ich war 12, weil meine älteren Freunde, die waren alle schon so 17, 18 und die haben alle Feinkost gehört und ich habe halt mit 12 auch Feinkost gehört. Ja? Süße kleine Maus, so oder so, kann ja jeder gerne mal auch jetzt an dieser Stelle so dann nach dem Interview danach googeln, beziehungsweise bei YouTube schauen. Und genau, also das war auf jeden Fall eine krasse, stabile Crew und die haben gerappt auf einem Level. Da war Deutschrap eigentlich in den Kinderschuhen, so egal wer damals so auf dem Markt war. Das war eine krasse Crew. So. Und auch wenn die nicht alle stark waren, da war Jamerson oder so jetzt der stärkste so von denen. B78 und so? Ja, auch gut, aber wie gesagt, Jamerson von Feinkost klar der stärkste und der dominierendste Rapper so. Und ja, die haben es halt leider nicht geschafft,
Ja, die waren zu früh. Nee, die waren nicht mal zu früh. Die hatten einfach zu viele Probleme, wenn du auf der Straße bist. So, und dann hast du auch ein Leben so und dann hast du eine Frau und Kinder und dann läuft Scheiße und keine Ahnung. Also ich habe einen im Knast getroffen, ja, den Edelmann, das ist auch an dieser Stelle gegrüßt. Den Edelmann habe ich im Knast getroffen, den Pascal. Und der war auch schon jetzt ja ein paar Mal im Knast so und den habe ich halt dann auch mal gefragt, so hey Bro, warum ist es bei euch nicht gelaufen? Und er hat gemeint, so ja, wir hätten eigentlich einen Deal bei Sony gehabt, aber dann sind alle eingesperrt worden oder sind ausgewandert oder pipapo. Die Realness. Ja, so und die hatten halt einfach zu viele Probleme, aber die hatten auf jeden Fall damals zu der Zeit Tracks, die wo alles rasiert haben und unterm Strich, auch wenn es bei MTV nie erwähnt wird und die nirgendwo aufgelistet werden, Feinkost Paranoia war der Beginn vom deutschen Gangster-Rap. So. Ja, also, hat Cessman letztens auch gesagt. So, das ist so. Und die Fackel wurde halt dann weitergegeben. Dann gab es den Neuen Süden. Das war Kandala, Ali. So, also, weil du gefragt hast, wir sind noch immer bei Hip-Hop. Ja? So wie ich zu Hip-Hop gekommen bin. Ja. Aber das ist einher. Deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Genau, und dann gab es da den Neuen Süden. Und NPL Records 83, so auch gegrüßt an der Stelle, all diese Leute. Und alias, so, ich habe mich auch mit den Jungen unterhalten, so da wo er noch ein bisschen dicker war und wo ihn noch nicht die Leute so gekannt haben, so wo er nur im Neuen Süden war mit Pretty Mo. Pretty Mo kenne ich auch. Alias hat einen krassen Wechsel, einen Wandel. Ja, er ist eine krasse Metamorphose. Also er ist jetzt auf jeden Fall, er hat das Game kapiert, aber er hat auch schon damals 50.000 Euro von Sammy bekommen und hat dann damals auch den Neuen Süden gelassen und ist gegangen, ist dann wiedergekommen, weil es in Hamburg auch nicht gelaufen ist, weil Sammy das nicht so aufrecht halten konnte, weil er sich übernommen hat, Geld ausgegeben hat, ohne Steuern zu zahlen und so. Kann ja jeder mal sein Buch lesen und so. An der Stelle gegrüßt auch Sammy, falls er das mal sieht. Und genau. Und dann der Neue Süden hat dann so, das hat auch nicht geklappt, ja. Und zu der Zeit hatte ich dann die Gruppe, weil ich den Siggi hatte, den Siggi Brown, damals Zigzag. Dann sind wir zu der Crew Bezirk 24 gekommen. Die Jungs aus Messestadt, auch an der Stelle gegrüßt, alle so. Auch die Überbleibsel und auch die Leute, die jetzt ihr eigenes Ding machen. Und dann auf jeden Fall BZ24, so, das war auch eine krasse Sache. Das waren viele Rapper mit Sängerinnen und so. Das war eine krasse Kombo. Damals war auch schon Babalu dabei und Jay so. Das waren auch schon Rapper von damals und die haben alle schon gewusst, dass ich Sachen regeln kann und dass ich weiß, welche Wege man gehen muss. So. Und dann haben die Jungs quasi mir dann vertraut und ich habe den Scheiß so ein bisschen gemanagt. Da waren noch ein paar Erfolge da, so wie zum Beispiel, dass wir den Unüberhörbar Band Song Contest gewonnen haben. Aber wie hat das angefangen, dass du wirklich gesagt hast, hey, jetzt mache ich Musik, jetzt habe ich Bock zu rappen? Ich bin ja noch dabei, das ist, wie gesagt, ich bin schon ein bisschen älter, deswegen eine längere Geschichte. Und genau, also und dann, wo war ich jetzt? Genau, Bezirk 24, dann haben wir da diesen Unüberhörbar Band Song Contest gewonnen, wurden da hoch gelobt, die ganze Stadt hat uns gehypt, jeder kannte uns, wir hatten damals auf MySpace, wem das noch was sagt, hatten wir Klickzahlen von 90 bis 120.000 pro Track ohne Video. So, also es wurde gehypt, es wurde angenommen und so, obwohl das auch noch flowtechnisch nicht alles 100% war. Da hatte ich starke Jungs und ein bisschen schwächere. So, aber auf jeden Fall vom Potenzial her war das eine Hammer-Crew. So, ja. Und dann bin ich aber leider eingesperrt worden, 2008. Ja. Und dann musste ich, beziehungsweise 2009 final dann, ja, Probleme hatte ich ab 2007 und konnte mich dann da schon nicht mehr so frei bewegen und so und hatte da unter Repressalien zu leiden, 2 Jahre lang. Und dann auf jeden Fall, dann bin ich auf jeden Fall eingesperrt worden. Dann wurde dann auch ein Mixtape veröffentlicht, dann haben die aber alle gestritten, die waren jung, die waren ehrgeizig. Dann war das Ding vorbei. Dann bin ich aus dem Knast gekommen und dann habe ich geguckt, was alle so musikalisch, musiktechnisch machen, weil im Knast habe ich halt angefangen dann so zu schreiben. Erstmal so. Davor noch gar nicht so? Davor habe ich nie so richtig geschrieben. So, ich habe gebeatboxt, ich habe Leute gemanagt, ich habe Sachen geklärt, Auftritte. Ich habe Studios klären können oder so. Ich habe bei mir zu Hause eine Booth reingebaut.
So, hab da 6 Riesen in die Hand genommen, hab das Ding einfach reingebaut, hab die Zeitung angerufen, hab gesagt, so hier, das ist jetzt hier ein Label, so, damit druckt es mal. Verstehst du? Gibt sogar noch Zeitungsartikel, die setze ich mit einem Janel und einem Flo, Entschuldigung, kann man schneiden, ja, gell, mit einem Janel und einem Sigi Brown. Sitze ich da in mein freigegebenen Zimmer, was ich eine Booth mir reinbauen habe lassen vom Kollegen. Ja? Und das habe ich für den Sigi gemacht. Ja? Unterm Strich habe ich dann angefangen, in dieser Booth aufzunehmen, Leute. Und der Sigi hat keinen einzigen Track in dieser Booth aufgenommen. So, weißt du? So. Ihr habt daraus mehr so ein Business-Ding dann gemacht? Ja, nee, nicht mal, sondern ich habe Jungs aufgenommen, so von mir, die gerappt haben, so umsonst. So. Oder den Brian der ist dann gekommen und der ist Vater gewesen, aber auch schon. Und hat aber gerappt, dann hat der noch ein paar Tracks da gekickt und so. Verstehst du? Da habe ich sogar noch auf dem Computer irgendwann mal so, wenn ich mit meinen Sachen jetzt fertig bin und Zeit habe und das mal alles sichte, irgendwann mal werde ich ein Feature schon mit ihm rausklatschen, so, damit seine Kinder was davon haben, so, weißt du? So, auf jeden Fall, er ist ein Mann, der mir sehr viel gezeigt hat, so was Rap angeht und so, wo ich nur über die Schulter gucken konnte. Wenn er seine Texte geschrieben hat und so, dann saß ich ja daneben und so. Verstehst du? So, ja. Also, es hat mich auf jeden Fall so, hat der mich geprägt und plus Feinkost. Ja. Dann ein Mann wie Sammy Deluxe oder so, ja, den ich jetzt mittlerweile auch schon persönlich kenne, so, weißt du, da kann ich auch glücklich drüber sein, so, wenn er meine Fresse sieht, weiß er, wer ich bin, so, ich bin ein Typ, ich fall auf, aber ich bin jetzt schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, so, und auf jeden Fall, er ist cool, so, ich feiere ihn dafür, wie er ist, weil er sehr bescheiden ist, so, auch für seinen Erfolg, so wie viel Erfolg er hat, ja, Mann, so. Der ist in einer Zeit gekommen, der ist, auf den Marienplatz gekommen und jeder, der Hip-Hop gehört hat, ist da hingefahren und hat dann ein Konzert für Lau gespielt, so, was abgebrochen wurde wegen Regen. So. Sammy Deluxe war mal richtig krass, ja. Das Einzige, was mich bei Sammy Deluxe, ehrlich gesagt, ich feiere den Typen auch richtig krass. Das Einzige, was mich abgefuckt hat bei Sammy Deluxe, war diese Herr Sorge-Geschichte. Ja, das. Kennst du das? Ja, Herr Sorge auch. Das hat mich auch abgefuckt. Fand ich komisch, Digga. Aber nee, eben nicht, weil du. Also, es gibt ja kein Normal. Normal gibt's nicht. Ja, er hat sich schon künstlerisch was dabei gedacht. So. Genau. Er kann nicht als Sammy kommen und der so rappt, wie er rappt, kann er nicht kommen und sagen, hey, passt mal auf, Herr Sorge sagt ja schon alles, Herr Sorge, er macht sich Sorgen. Über was macht er sich denn Sorgen? Leute, schaut sich alle um. Die Regenwälder werden abgeholzt, man. Alle fressen irgendwelche Tierbabys. Das geht drunter und drüber, alle konsumieren. Keiner denkt an morgen. So, im See kannst kein Fisch mehr essen. Die so. Aussage hat mich gar nicht so getriggert, Digga. Mich hat der Look und das Video auch getriggert, genauso wie dich. Mich hat es auch getroffen. Ich habe mir gedacht, was macht er da? Hat er eine Psychose oder so? Yeah. Verstehst du? So, ohne Scheiß. Yeah. So und ich weiß auch, was du meinst, aber spätestens dann, so wenn er wieder einen Scheinfranzose kickt und so, weißt du, Sammy, so, verstehst du? Ja, klar. So, ab Scheinfranzose habe ich dann so gesagt, okay, scheiße, Mann. Entweder ich muss jetzt noch länger mir Zeit nehmen zum Schreiben oder ich muss jetzt aufhören zu rappen. So, verstehst du? Weil er so diese Sprache gefühlt hat. Der legt so. Die Messlatte dann doch wieder sehr hoch. Verstehst du so? Das ist einfach Sammy und der ist so lange dabei. So auch ein Afrop und so, mit dem ich auch schon, danke Afrop, schönen Gruß an Afrop, den ich auch schon gesehen habe, mit dem ich mich persönlich schon zweimal jetzt unterhalten durfte und so. Einmal, wo es ein bisschen ruhiger war und einmal nach der Show im Club und so. Und ich habe mir mein Album von ihm persönlich signieren lassen, Rolle mit Hip-Hop. So, das war eins der ersten Album. Das wurde zwar geklaut, ich habe es aber trotzdem bezahlt, weil der Typ hat mir geschuldet. Das ist auch schon verjährt, da war ich so 12. Genau. Und so, auf jeden Fall so, es gibt viele Leute, die im deutschen Rap so mich berührt haben, so mit ihren Taten, mit ihren Songs, was sie gemacht haben. Auch ein Kandala, wenn er aufgekreuzt ist mit einem D-Flame so früher, so, das hat beeindruckt, so, verstehst du? Ja, normal. Aber was halt in München das Problem ist und wie ich halt dann auch weiter jetzt zu Rap gekommen bin, ist so, ich bin dann rausgekommen aus dem Bau, um das auch nochmal abzuhaken so jetzt, weil es ist geil, über Hip-Hop zu reden, ich hoffe, ihr hört auch zu so. Ich bin dann rausgekommen aus dem Knast und habe mich umgeschaut, was da das Überbleibsel jetzt ist vom BZ. Und BZ hat auch kooperiert, schon damals mit Mike J. So, Mike J war von Anfang an, bevor ich in dieser Crew war, überhaupt war Mike J schon mit denen am Featuren und so. Und da gab es über diese Leute auch schon einen Austausch so in München. So. Also die Szene in München, die ist ziemlich überschaubar und alle kennen sich seit Jahren. So jeder Einzelne. Also es gibt eigentlich wenig Leute, die in München irgendwas reißen können, flowtechnisch, und man kennt sie nicht.
Also es gibt ab und zu mal einen, der dann bei Sony irgendwie reinhuscht oder so, wo ich dann verwundert bin. Aber ansonsten bei den meisten habe ich auch eigentlich immer schon einen Plan, so wer wie wo die Reichweite hat. Und genau, und damals war es schon über BZ eigentlich schon alles geklärt. So, und der Neue Süden, so, das hätte damals nur eigentlich zusammenziehen müssen. Ein bisschen mehr. Da waren schon Features geplant mit Alias und Künstlern von BZ und so, was nie rausgekommen ist. Und selbst Ali und so, und Kandala, die wissen, wie gut die Jungs alle waren damals schon so. Ja? Also die waren damals der Zeit schon voraus. So, und die konnten es aber nicht umsetzen. Das ist das Problem von vielen Künstlern, dass sie es da nicht umsetzen können. Auf jeden Fall, wo ich aus dem Knast gekommen bin, habe ich dann 3,5 Jahre geschrieben und habe da mir schon so flowtechnisch ein bisschen was aneignen können und so. Und habe mich dann umgeschaut, mit wem man denn was auf die Beine stellen kann in München, wer da überhaupt ein offenes Ohr hat und so und wer da am Start ist und wer was macht und wer nur redet und so. Und dann bin ich rausgekommen und habe mich halt so gesehen, so okay, ein paar Leute haben aufgehört, was zu machen, ein paar Leute haben ihr eigenes Ding gemacht, haben gesagt, okay, wenn du zu mir bist, geht es klar, aber mit anderen Leuten mehr rein, nein, so. Und ich habe auf jeden Fall gleich schon wieder Leute gehabt, die rappen, die Künstler sind so in meiner Hut so. Und dann ist auf jeden Fall der Jay gekommen und hat gesagt, hey, pass auf, ich bin bei einem fähigen Typen, so. Und das war damals LWB, das gibt's noch, aber die bringen nach wie vor noch nichts raus, so. So, auf jeden Fall, ja. Und dann habe ich mich da breitschlagen lassen, da hinzugehen. Dann habe ich da gearbeitet, habe dann dort, keine Ahnung, 9, 10 Songs aufgenommen oder mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Und habe dann aber parallel noch in einem anderen Studio produziert. Insgesamt sind da so 16 Songs rausgekommen und so. Dann ist aber mein Bruder leider auch inhaftiert worden. Während ich, also bevor ich rausgekommen bin sogar, ja, genau so war das, bevor ich rausgekommen bin. Und ich war dann aber schon so am Flowen und am Rappen, weil ich da schon im Hafturlaub mich drum gekümmert habe, so, ja, dass ich da wieder Anschluss finde und so. Also quasi war ich nur 2,5 Jahre aus dem Spiel so und dann ab da, wo ich Hafturlaub hatte, ab meinem ersten Hafturlaub habe ich auch schon wieder aufgenommen. So. Und da hat der Sigi zum Beispiel mir auch was geklärt und der Flo dann, wo ich aufgenommen habe und so gleich so. Den Track habe ich aber auch noch nie rausgehauen. Ich habe schon sehr viel gemacht und nie rausgehauen, weil ich es dann am Ende noch nicht gut fand oder die Konstellation einfach nicht gepasst hat, unter der das war. Und genau, und warte, ich bin jetzt gleich am Punkt. Und dann war ich bei LWB und habe dort, dann ist meine Mutter gestorben. Dann hatte ich keinen Drive mehr auf Mucke. Dann habe ich es wieder auf Eis gelegt. So private Sachen ist immer scheiße. Ne? Ja, genau. So, das zieht dich einfach aus deinem, alles, was du denkst, was wichtig ist und alles, was das wird neu geordnet. Das ist wie so ein Reset. Da kannst du so fokussiert arbeiten, so, wie du willst. Da kommt eine Sache, die genau. fickt dich einfach. Ja, also das war ziemlich hart so. Ja, und das war schon eine Pille so, die ich fressen musste. Und dann hat es erstmal gedauert, bis ich überhaupt wieder auf die Beine gekommen bin und so. Auch in dem so, der hat es gar nicht nachvollziehen können, obwohl sein Vater gestorben ist davor und er ein Jahr das ganze Label auf Eis gelegt hat, konnte er dann nicht meinen Rückzug von allen musikalischen Sachen und so verstehen, weil ich halt dann so, keine Ahnung, keinen Drive mehr dafür hatte. So. Auf jeden Fall habe ich dann so meine Zeit gebraucht und ein anderer Kumpel ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, hey Sunny und so, du hast es doch drauf und ich habe da jemand, der heißt Loco Daddy. Der hat ein Studio anvertraut und der macht nur Scheiße da läuft Rin rein, da läuft der rein, da läuft der rein und da kommen keine Tracks. Dann habe ich gesagt, okay, komm, ich schau mir das mal an. Bin ich dann da hingegangen und habe mir das angeschaut. Ja, das war ein Studio am Harras, das hat was hergemacht, das war ein Raum, der war zwar kacke, aber der Raum war geil, ja, der war genügend, also ausreichend mit Booth und so zum Produzieren. So, also so wie ich mir das vorstelle, ein schöner Boden und eine schöne Booth, da wurde investiert so, und, aber Licht war kacke. Also habe ich gesagt, okay, komm, ich nehme noch mal 2 Riesen in die Hand, ich mache jetzt noch Streichen und Lichtdecke abhängen und Licht mach mal rein. Muss ich auch wohlfühlen. Ja, genau, so, das ist das Erste, so bevor ich da reingehe. Dann habe ich den Alessandro überredet, der auch ein Produzent aus München, so. An dieser Stelle einen schönen Gruß und du weißt, du musst dich noch melden. So und genau, dann hat der so gesagt, okay, er produziert da. Dann ist der Balu aus dem Knast gekommen und wie gesagt, der war Jay, jetzt auch, wie lange war 3 Jahre fast, gell? Der Jay war, der Balu war sogar fast 4 Jahre.
genau. Und auf jeden Fall ist der aus dem Knast gekommen und ich habe schon da alles vorbereitet, dass ein Studio steht mit Produzenten, dass er einfach so mein Wunsch aus dem Knast zu kommen, wenn ich Rapper wäre, habe ich ihn einfach vorbereitet. Ja, so, kommst so raus und alles genau. steht, hier mach Genau, einfach. Bin erstmal mit ihm nach Afrika Spaß. zu meiner Familie geflogen, in Senegal so, war er dort dann 2 Wochen, dann ist er gleich zurück, gleich ins Studio nach München, Harras, hat dann dort angefangen zu produzieren. Wie heißt denn das Single nochmal? Ich kenne die, mit The Crates hat produziert und so. Ach so, Goodbye, ja genau. Seine Single Ist checkt die es das? Leute bei Spotify auch checken, guter Mann, Babalu. Er ist wieder kommt noch da viel aus dem mehr. Hafturlaub. Baba wieder da aus nach dem Urlaub in der JVA. Ja, genau so, ja. Real Talk, Kenn ich. Ja. Also der Track ist echt Real Talk so. Ja, Ja, genau. also, er hat nicht die Leute weggemacht, aber er würde am liebsten und dafür steht der Track so. Genau. Und und dann, wie gesagt, dann ist der Balu da rausgekommen. Und der Jay hat bis dato dann sich aber auch schon vom Rami abgekapselt von LWB und hat sein eigenes Ding gemacht und ist gekommen, hat gesehen, wie der Siggi sich alles beigebracht hat, Mischen, Mastern, aufnehmen, Ding und hat zu mir gesagt, Sunny, das will ich auch. Was hat der Siggi denn bei euch für eine Funktion? Der Siggi ist einfach einer meiner besten Freunde, so, weiß ich nicht, und der erste Künstler, den ich so gepusht habe. So. Der hat 2 Leute gehabt an dieser Stelle, Vitali und Chris, auch schön Blues. Ich habe gesagt, so, das führt zu nichts, weil die machen schon, aber das bringt dich nicht weiter. Du hast Potenzial, um was zu reißen, Bruder. So habe ich mit ihm geredet und dann habe ich gesagt, komm, jetzt produzieren wir mal einen Track. Dann hat er einen Track produziert, dann sind wir auf ein paar Auftritte gegangen, dann haben wir BZ kennengelernt, dann wollten die uns gleich am Start haben, so, dann habe ich eine Veranstaltung organisiert, dann sind da viele Leute gewesen, dann wollte BZ uns gleich am Start haben, so. Und Er ist auf jeden Fall ein längerer genau, das war alles ein Wegbegleiter. Prozess, so immer ein Prozess. Ich habe den Siggi schon gebackt auf der Bühne, obwohl ich nicht gerappt habe und so, verstehst du so. Also ich habe schon viel für ihn gemacht, so. Ich bin mit ihm zu DSCS, zu irgendwelchen Castings Echt, bei gefahren nach DSCS? Köln. Ich bin der kennen wir aber auch noch. zu Big Brother Castings gefahren, so, weißt du, so. Wie du zu Hip-Hop gekommen bist. Wann du deinen ersten Track aufgenommen hast, wann du gesagt hast, okay, jetzt will ich rappen. So, ich bin aus dem Knast gekommen, habe meinen ersten Track aufgenommen, habe dann festgestellt, dass es aber nicht so läuft, wie ich das mir vorgestellt habe, so zwecks Produzenten und so. Habe mich dann auf Produzentensuche gemacht, war dann bei LWB, habe da Tracks aufgenommen und parallel mit dem Flo, Janel, ja, dort Beats gebaut, der hat Beats gebaut und ich habe dann drauf geflowt so, und es hat aber auch nicht so mich überzeugt, dann ist meine Mom gestorben, da habe ich mich zurückgezogen, okay, so ein bisschen aus der Musik, und dann, ich habe glaube ich LWB ein bisschen übersprungen, doch, ich habe es erwähnt, aber das ist auch gar nicht so tot zu reden, genau, auf jeden Fall dann habe ich gar nichts mehr gemacht, dann ist ein Kollege gekommen und hat gesagt, hey, pass auf, der Balu kommt doch jetzt aus dem Bau gleich. Hier ist ein Studio, der Loco Daddy, schöne Grüße in Hubs, schönen Gruß, hat die Leitung und da passiert nichts. Dann habe ich da mich nach einer kleinen Kernsanierung dazu breitschlagen lassen, das Studio dort zu leiten. Habe dann festgestellt, dass es schwieriger ist, als ich gedacht habe in München, weil ziemlich viele Leute nur reden und nichts dabei rumkommt und die nur meine Zeit verschwenden. Und genau, dann wurde mein Partner leider auch inhaftiert. Schönen Gruß an der Stelle. Merkst du, gar ziemlich viele Leute in meiner Stadt. In Bayern geht es schnell. Jungs, das denkt euch nichts. Ja, ich komme auf jeden Fall, der wurde auch inhaftiert. Jetzt, dann habe ich das Studio schließen müssen, weil das einfach viel zu teure Fixkosten waren. Habe dann ein halbes Jahr gewartet, hatte schon da auch ein paar Künstler am Start, die ich mitziehen wollte zum Aufbauen. Und dann war ich wieder quasi platziert. Ab da, wo ich einen Fuß in dieses neue Studio am Harras reingesetzt habe. Weil ab dann war ich ja wieder in Kontakt mit Münchner Rap-Szene so. Ja, und dann sieht man ja, dann kriegt man ja mit, dann kommen Leute rein. Dann. Und dann hast du angefangen, deine ersten Songs zu produzieren? Nein, also das mit dem Song noch gar nicht. Da bräuchte ich jetzt nochmal 3 Minuten, weil dann habe ich angefangen, wieder Leute zu pushen.
wie gesagt, ich habe ja immer nur Leute gepusht, Künstler betreut, denen gesagt, wie sie besser werden, denen Videos ermöglicht, denen Sachen ermöglicht, die sie selber halt einfach nicht hinkriegen, denen Selbstvertrauen gegeben. So, das Wichtigste als Künstler ist Selbstvertrauen. Hast du kein Selbstvertrauen, dann kannst du sein, wer du willst. So, keiner hört dir zu. So. Verstehst du? So, wenn du nicht weißt, dass du es wert bist. So. Und das ist auch, glaube ich, was ein Künstler so damit zu kämpfen hat. So. Du verblendest mich gerade aus der Kamera. Genau. Und auf jeden Fall, ab dann habe ich noch immer nicht mit Ehrgeiz gesagt, okay, ich baller jetzt was raus. Das war schon vorbei, weil das war weg ab da, wo ich bei RWB raus war. Dann lass uns jetzt mal kurz über deine erste Single sprechen. Meine erste Single, Alle essen, keiner redet. Die ist ja jetzt raus. Dazu wird sich dir vielleicht erklären, weil die habe ich geschrieben letztes Jahr in Kenia, im Pool. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich habe ziemlich viele Projekte, ziemlich viele Sachen laufen und so. Und aber ich schaffe immer alles so zu handeln. Und ich hatte auch, weil ich ja... Wer hat die denn produziert? Also um jetzt auch noch so dazu zu kommen, weil dazu gibt es jetzt noch eine Vorgeschichte, sonst ist es nicht vorstellig, um auch jetzt mal Genius and Madness zu erklären. Genius and Madness. Ich bin von Genius and Madness und davor waren wir Genius Musik Entertainment und dann ist der Jay dazugekommen und dann haben wir weiter ein bisschen rumexperimentiert mit den Namen und Genius war geil und dann haben wir Madness daraus gemacht. Und dann hatten wir Genius and Madness geboren und der Jay hatte bei sich die Booth zu Hause und dann haben wir da mit dem Asalan, schönen Gruß an der Stelle, Amir BZ24, haben wir den Track Pelikan aufgenommen, der bei uns auch noch in der Pipeline ist. Das Video ist schon fertig, das haben wir mit Hilfe vom Auge, schönen Gruß an das Auge, Breiwald, gedreht, ja, und das ist in der Pipeline. Und genau, und dann waren wir Genius and Madness und der Baloo, ich und der Jay haben dann probiert, etwas zu formen und der Baloo und der Jay sind Künstler. Ich war zu dem Zeitpunkt noch kein Künstler. Also ich habe schon ein bisschen geschrieben und so im Knast, ich habe auch schon Songs aufgenommen, ich habe Erfahrung, ich habe alles, was ein Manager-Typ braucht oder jemand, der Leute findet, die was können. So, verstehst du so? Ich habe alles schon mal gemacht, dass ich weiß, ab wann sich was gut anhört und ab wann nicht. Und genau diese Erfahrung bringe ich halt jetzt als Rapper halt auch schon mit, so, verstehst du? Und deswegen mein erster Track, den ich jetzt released habe, Alle essen, keiner redet, das ist entstanden, weil ich bin weggeflogen und ich war so krank. Ich hatte den B12-Mangel letztes Jahr. Lasst alle euren B12-Spiegel checken, okay? Ich hatte den B12-Mangel, da hat man immer Rückenschmerzen. Wie hebt man das auf? Oder Mit Substitution, weil du es über die Nahrung sehr schwer kriegen kannst. Ich habe aber halt auch aufgehört, Fleisch zu essen. Und habe dann nicht substituiert und habe dann kein B12 genommen und dann hatte ich Rückenschmerzen und Konzentrationsschwäche, dann Aggressivität und so. Ja, das ist sehr schlimm und dann ist das geendet in einen, das war noch nicht mal da so weit, aber da war das schon fortgeschritten, aber ich wusste das nicht so. Und ich war dann halt einfach immer ziemlich gereizt auf dieselben Fragen und ich habe Blödheit nicht mehr ertragen. Wenn jemand mir 10-mal dieselbe Frage gestellt hat, dann konnte ich da schon ziemlich pissig reagieren, so, verstehst du? Und dann bin ich halt auch kein angenehmer Typ, so. Und dann sage ich so, ey, halt mal jetzt dein Maul, so, Ding, hör mal auf zu, nicht schon, so, verstehst du? Und das war halt schon so, dass ich gar nicht bei mir war, so in dem Moment. Und das war aber diese Krankheit, ja. Und dann ist halt passiert so, dass die 16 besten, also nicht 16, weil 3 werden niemals gehen, 3 von Genius, ja. Und die 13 besten Künstler in München, die ich versammelt hatte, 15 ohne mich, so. Ich habe da bis dahin nur ein paar Songs so gearbeitet, so zum Spaß. Und genau, und diese Konstellation ist auseinandergebrochen, weil ich sie nicht mehr zusammenhalten konnte und die Leute sich nicht mehr geborgen vorgekommen sind. So. Und die haben aber alle Songs produziert und die hatten aber noch nicht genug, um sie zu veröffentlichen. So, das war meine Meinung. So, und die vertrete ich sogar jetzt noch. Genau. Und dann daraufhin bin ich dann in den Urlaub geflogen. War ziemlich angepisst. Weil hast du gedacht, dass der kriegt alle nichts auf die Reihe? Ich habe schon mit Universal geredet und da waren namhafte Leute dabei, sage ich jetzt mal so. Argo Picasso, Amir BZ24, Los Llanos. Wer fällt mir jetzt noch ein? Shorty. Kein Gruß an Shorty. Ihr wolltet quasi ein riesen Label gründen? Ja, genau. Nee, das stand schon. Wir hatten 65 Tracks. Soundpool, 65 Tracks.
Pi mal Daumen, sehr viele Leute dabei, die Tracks-Maschinen sind, aber die können sich halt alle nicht dauerhaft zusammenreißen, dass die halt einfach mal sammeln und nichts machen. Auf jeden Fall, dann bin ich in den Urlaub geflogen und habe dann mir gedacht, so, okay, ich kann rappen und jetzt ist der neue Plan, wir verlassen uns nur noch auf interne Schultern, das bedeutet Baloo, weil der wird nie gehen, egal wie viele Videos ich für ihn drehe und egal wie Ding, er wird nie gehen. Jay, dasselbe und dann ich, meiner Wenigkeit und dann habe ich mir gedacht, okay, auf meinen Rap, den ich jetzt habe, muss ich jetzt einfach meine Schippe drauflegen, Zeit mir dafür nehmen, arbeiten jeden Tag im Studio und mich da reinhängen und das ernst nehmen. Und dann habe ich diesen Track aber geschrieben während dem Essen, weil meine Frau hat gesagt, alle essen, keiner redet. Und dann fand ich die Line so geil und habe sie ausgearbeitet zu einer Hook und habe dann noch meine Parts in den nächsten 2 Tagen im Pool geschrieben. Bin dann entspannt nach Deutschland zurückgeflogen und habe das Ding aufgenommen. Nein, ich bin im Studio, habe den Laptop gedreht, den Computer gedreht, dass ich das sehen kann aus der Booth und habe mich selber aufgenommen. Hast du gedacht, okay, ihr kriegt jetzt alle eure Scheiße nicht auf die Reihe, das mache ich selber. So, genau. Ja, nee, halt nicht selber, sondern der Plan war ja schon, es wurde vorgegeben, ich, der Jay und der Baloo, wir machen das jetzt. Also wir machen das jetzt, wir legen jetzt vor. Wir hätten von Anfang an vorlegen müssen mit eigenen Tracks, eigenen Releases, eigenen damit die Leute den Film checken. Dann, genau. Und weil keiner kann was sehen, was in der Kopf drin ist. Aber in meinem Kopf war das alles schon fertig. Und ich bin so ein Typ, ich sehe das, Möglichkeiten und ich check die auch wahrzunehmen. Und wie gesagt, auch jetzt so, jetzt gerade, wir schicken unseren Scheiß zu ein paar Leuten und so und die werden uns zugucken, wie wir das machen und wenn wir das gut machen. So, verstehst du? Dann werden die schon ein offenes Ohr haben und ich weiß. Ich habe mir gestern dein Video angeschaut. Ja. Ich habe gesehen, du hast mit deinem Video 40.000 Klicks gemacht ungefähr auf YouTube. Ja, bis jetzt, für die erste Single. Ja. Seid ihr auch im Vertrieb und so wahrscheinlich? Ja. Was habt ihr denn jetzt noch vor? Also du hast jetzt eine starke Single rausgebracht, ihr habt gut produziert, du sagst, ihr habt ein Label jetzt am Start, Genius in Madness, was plant ihr? Es ist eine starke Single, aber es ist nur eine Single. Also für mich ist es nur eine Single. Für mich. Also du hast noch was in der Hinterhand? Ja, nee, ich schreibe gerade mein zweites Album. So, jetzt, mein erstes Album steht eigentlich schon, ist aufgenommen. Ja, mein zweites Album muss ich noch, glaube ich, 4 Tracks oder 5 Tracks muss ich noch Beats picken. Ja, ein paar Beat-Producer, wenn ihr was könnt, so Boom-Bap-Richtung, könnt ihr mir gerne schicken. Schöne Grüße an Smida Beat. Ja. Smida Beat, der hat mich angeschrieben, der baut auch für Taimo und so und hat gesagt, bitte Bruder, mach mal was. Und ich habe mir da gleich was angeschaut und habe jetzt gleich mal 2 Bretter dahin geklatscht und arbeite gerade an einem dritten. Habe jetzt noch ein paar andere Produzenten aber trotzdem wird den Großteil meiner Arbeit wieder Dilo Beats regeln. Und mein ganzes erstes Album bis auf den Jules und den Janelle, da werden nur 2 Tracks drauf sein von Jules und 2 Tracks von Janelle und der Rest ist von Dilo Beats. Schönen Gruß an Dilo Beats, schönen Gruß an die anderen Jungs. Genau, und mit dem Jungen kann ich halt und einfach die Beats, was er baut, da funkt es und ich bin gerade halt so auf einem Pensum. Mein nächstes Album habe ich jetzt in 1,5 Wochen geschrieben. So, ja. In 1,5 Wochen schreibst du ein Album? Ja, wenn die richtigen Beats kommen und der richtige Sound läuft, Alter, und mir das Richtige über meine Finger geht so. Und ich habe halt alle Tracks, die die Leute jetzt hören werden, die sind entstanden seit letztem Jahr März. Ja, alles, was ich bis jetzt raushauen werde, ist ab letzten Jahr März entstanden, weil ab da meine ich es jetzt ernst und jetzt wird nicht mehr gescherzt, jetzt gibt es hier keine Faxen mehr, verstehst du? Und in München, so auch alle Leute, die wo so lappenhaft in München probieren, Rap zu machen und so, bitte lasst und mich und meine Kollegen, die das ernsthaft betreiben, das ernsthaft machen und hört auf, so kleine Tracks rauszuhauen, wenn ihr nur einen Track habt so und dann kommt 2 Jahre nichts so. Hockt euch hin, werdet Profis, arbeitet an eurem Scheiß und haut es raus. So, ja, es gibt viel so hobbymäßige Musiker, weil München ist auch nicht die Szene. Es gibt wenig Leute, die das hier wirklich beruflich machen können. Aber also wenn wir schon mal dabei sind. In München gibt es eine krasse Szene. Was hältst du denn von der Münchner Szene? Also es gibt in München fähige Leute, sehr fähige Leute in Aufnahme. Zum Beispiel, hast du ein paar Namen? Wer sind für dich die besten Rapper in München gerade? Die besten Rapper, also erstmal Genius in Madness, Babalu, Jay Jason und meine Wenigkeit, Sonny the Don. Und dann, wer ballert gerade? Agro Picasso ballert, ja, weil der Junge hat den größten Willen von allen und rap-technisch finde ich ihn sehr stark. Dann, wer ballert? Tariq und Senji. Aber das ist halt auch Untergrund so und
So, bringt's mehr, bitte. Jungs, bringt's mehr. So, ja? Also ich feiere die so. Kenn ich zum Beispiel nicht. Dann, keine Ahnung, ich kenne sehr viele talentierte Leute aus Messestadt. Eigentlich ganz Messestadt ist eine Talentschmiede. Ja? So, sehr viele Leute. Dann was gibt's? Hidden Gang. Schau auf den Flyer drauf. Am 13.03. treten wir auf, ja, Meglinger Straße 19 und so. Da schaut's auf den Flyer, schaut's auf die Veranstaltung. Undercover Mike J ist dabei. Ja, Undercover Mike J. Die Jungs, die haben ja das Zepter lang gehalten und meiner Meinung nach hat sich, kann ich jetzt auch mal hier propagieren, das ist auch meine Meinung, Jungs, fühlt euch nicht auf Schlips getreten, aber dieses Feature mit Bones und diese Tour, wie sie gelaufen ist, das hat darauf ausgezielt, ich kenne mich ein bisschen aus in Polen und gute Gelegenheiten finden. Das war eine Marketing-Genie-Streich von Bones. Der hat mit jedem namenhaften Künstler ab einer bestimmten Klickzahl in einem Wirkungsbereich ein Feature aufgenommen. Okay? Und dann noch eine Tour hinterhergehängt mit der Gruppe im jeweiligen Wirkungsbereich als Vorgruppe. Wenn ich ein Mike J gewesen wäre, ich hätte darauf bestanden, dass ich auf die ganze Tour mitgehe. Verstehst du? Und dass mein Merch überall mitverkauft wird. Achso, die waren nur. Ich habe das gesehen, dass die. Ich weiß. Das war nur im Wirkungsbereich von denen da, wo die Klicks kriegen. Aber so ist es auch am effektivsten. Nein, das ist nicht am effektivsten. Und danach haben die Jungs einen eher für Bones. Ja, für Bones. Ja, siehst du ja, wo 187 ist. Ja. Weil die haben den Das ist Hype, der erarbeitet wurde über Jahre von Münchner Rappern. Und der hat abgegriffen einfach so. Der hat das einfach abgegriffen durch ein Feature unüberlegt von Mike J. Und da war der Hype dahin. So, verstehst du? Und dann gucken alle das an. Und dann brauchen aber einen Mike J oder einen Undercover diese Schlange im Rücken. Ich feiere so, ja, ich habe das auch eine Playlist bei Spotify gemacht, so, wo ich einen Track von denen rein habe und so, von allen Münchnern so. Wenn ich ein paar vergessen habe, werde ich sie noch nachtun. Auf jeden Fall. Und so, dann hätten die nachschießen müssen. Das Album hätte da schon kommen müssen. So, und dann hätten die noch mehr bringen müssen. So. Und da ist halt einfach in München immer wieder lange nichts gekommen. Und das ist immer das, was das. Was hältst du von Tilosch? Tilosch auch kenne ich. Ich stand daneben wie der Siggi und Tilosch ist in Messe auch gewesen. So. Wir haben Rap-Unterricht gegeben mit BZ24 und so. Ich stand daneben, wie sein Rhyme verbessert wurde und so. Den Jungen habe ich auf dem Schirm seit seiner ersten EP. Ich darf mich nicht vorleben. Ich habe den Jungen auf der Schirm seit seiner ersten EP so. Und ja, der kann was. Er macht, der ist stabil, der redet nicht so viel, er macht so. Ja, auch mit Selam, auch schönen Gruß an dieser Stelle und so. Wir haben Beatproduzenten ohne Ende. Jungs aus Berlin kommen hierher zu unseren Beatproduzenten, holen hier die Beats. Also Zeno und so. Namenhafte Leute. Ty Jason. Nicht nur Ty Jason, nicht mal Ty Jason. Fetter Beats, ja, mein Nachbar, ja, bei dem läuft Mr. Meta ein. Ja, so, das ist auch jemand, so, den hören 100.000 Leute im Monat. Ja. Den hören 100.000 Leute im Monat, mit denen habe ich auch ein Feature. Schöne Grüße an Mr. Meta. Genau, und ich sag dir jetzt halt einfach so, in München kam halt immer lange nichts. So, Feinkost hat Don im dritten Auge gebracht, Biofeedback gebracht. Dann war das schon nicht mehr Feinkost, weil das war dann EMF, das war Adamas, das haben die gebracht und dann war Feinkost EMF-Geschichte vorbei. So, dann kam dann Neuer Süden, das war Bam Bam Bam, die haben viel veröffentlicht, das war aber nicht so, wenn die sich das heute anhören, ich weiß nicht, ob sie es pumpen würden. So, also jetzt Ali und Pretty Mo, ihr seid auf gutem Level gerade so, weiß ich nicht. So. Ja, so, aber es ist ja früher so, verstehst du, es war mal, es ist vorbei. Es ist so ein Loch da irgendwie, zwischen 2008 und 2015 war für mich irgendwie so ein Loch drin. Nee, also es gab BZ und dann war nichts mehr. Also es gab dann noch Mike J und so, der hat dieses Feature gemacht, wo ich rausgekommen bin, er hat auch einen Track rausgebracht, Polizei ist Mafia. Ey, alle im Knast haben den gerappt, Mann, überall Polizei ist Mafia, überall. Der Track hat auch bei Spotify 2 Millionen Plays oder so. Also es ist nicht so, dass wir keine Rapstars haben, so, das Ding ist so, derjenige muss ja erstmal denken, ich bin ein Rapstar und dann ist er ein Rapstar. Ich glaube, so, nein, die Leute gucken sich halt hier in München oft zu sehr an so und bemitleiden sich so. Ja, weißt du, so? Genau, aber ich bin so, ich bemitleide mich nicht, ich habe so viel Verluste. Keiner, der mit mir eine Scheißrechnung machen will, an einen Tisch,
wird die gegen mich jetzt so gewinnen, so an Scheiße-Fress-Contest. An Sachen, die du einstecken musst und weitermachen musst, so, verstehst du? Und funktionieren musst, so. Und das prägt dich halt so und deswegen so, wir haben jetzt halt einen Soundpool vorbereitet. Ich kann jetzt halt sagen, ich gehe nicht mehr jetzt ins Studio und die nächsten 2 Jahre wird jeder Sonny the Don hören, weil ich es vorbereitet habe. Also die nächsten 2 Jahre Genius and Madness sind schon aufgenommen. Ihr müsst es nur noch releasen und anständig nur platzieren. noch rausklatschen, Videos drehen, sowas. Wisst ihr, was ich bei euch, also wo ich mir das angeschaut habe, ich kenne Babalu ja auch schon länger und so. Ja, und ich weiß, dann, ihr habt auch eine Vergangenheit. Ne? Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen. Hallo Raffi. Wir haben dann, ich habe mir das auf jeden Fall angeschaut, wo ich gehört habe, hey, der ist wieder am Start und so. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, dass er im Knast war. Ich habe dann mitbekommen, dass er im Knast war, habe mir das angeschaut und so. Und habe dann gesehen, dass Babalu seine Single von The Crates, The Crates oder wie die heißen. Das war ein glücklicher Zufall, Bruder. Die haben das produziert, aber das Ding ist, dass genau sowas München auch braucht. Und zwar mal ein Kontakt in die deutsche Hip-Hop-Szene. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen. Also ich gehe jeden Tag bei Spotify Artist rein, oder? Und ich freue mich meines Lebens, also an alle Leute, an all meine Hörer bei Spotify Artist. Es waren gestern 1780. Ich feiere, ja. Danke. Und ich kann auch abchecken, in welchen Städten die sind so. Was Plays? Ja, also wo meine Hörer es hören. Wie viel hast du denn auf Spotify? Wie viel hat sich die neue Single, wie oft haben sich diese Leute das gegeben? Die wurde bis jetzt 5000 Mal gespielt seit 2 Wochen und insgesamt habe ich aber 1800 Hörer knapp so. Und wo sie überall sind, also von bis in den Staaten, dass irgendwelche Leute sich das reinziehen, was ich halt dann einfach feiere, dass sie sich reingezogen haben so. Aber Österreich, Schweiz entwickelt sich gerade so, und Deutschland überall, also in 50 Städten so. Und das ist halt wichtig, dass ich Hörer habe überall. Und bitte Leute, pusht meinen Scheiß. Wo ist denn deine stärkste Stadt? So. Also die stärksten Städte sind auf jeden Fall München, Hamburg, Berlin, Frankfurt. Ja. Also das sind so, die mir einfallen. Ja, also, tut mir leid, Leute, so wenn ihr weiter unten wart, aber das sind die immer ganz treu oben sind und ich kann auch immer sehen, wann ihr es hört. So, wie viele Hörer gerade es hören. Aber ich würde dich auch ehrlich gesagt, so vom Style her, vom Look, wie du rappst, was du rappst, würde ich dich auch eher so in diese Frankfurter Ecke rein kategorisieren. Bro, ich bin international, Mann. Ich komme aus München, ich rede Hochdeutsch, ich kann Bayerisch, wenn ich will, aber ich war schon überall auf dem ganzen fucking Planeten. Ich war in Jamaika auf der Straße mit irgendwelchen Jungs dort. Ich war in Costa Rica, ich war in Afrika, in diversen Ländern schon. Und im Knast warst du auch. Im Knast war ich auch. Lass uns mal über das Gefängnis reden. Gefängnistalk. Wie lange hast du denn hinter dir? Wie lange hast du abgesessen? 3,5 Jahre unschuldig. Kommt niemand ins Gefängnis, Leute. Haltet euch immer von Leuten, wo ihr wisst, dass die nur immer reden und keine Männer sind. So, haltet euch von denen fern. So, die Leute, die euch immer in Scheiße bringen, haltet euch von denen fern. So. Toxische Menschen. Ja, Mann. So, toxische das kann man Menschen, echt Digga. lesen. Man kann echt lesen. Man kann das lesen, wer eine Pussy ist. Du weißt auf jeden Fall. Von Pussys, ihr wisst Bescheid. Da gibt's viele Sachen. Ich habe mich damit auch schon krass befasst. Aber wo warst du gesessen? Ja, also ich also es war lustig so, das ist eine lustige Geschichte. Ich bin zu Gericht gegangen und da hatte ich einen Typen, der hat gesagt, dass ich ihm was verkauft habe. Und das war dann aber schon kein Spaß mehr, weil das war ein Landgericht. Und da gibt es 1 bis 15 Jahre. Ich kenne mich aus mit Gericht. Also ich habe schon ich war oft in Scheiße gesteckt, weil Freunde von mir mich da reingezogen haben und habe schon gelernt, so, dass es auch so passieren kann, dass man nichts macht. So. Mein Vater war schon unschuldig im Knast, so, und deswegen so Knast war schon immer so ein Thema bei mir zu Hause, was ich mitgekriegt habe. Meine Mutter hat Zeitungsartikel aufgehoben, eine Schlagzeile, wie mein Vater eingesperrt wurde und letzte Seite so klein, wie er seine Unschuld bewiesen hat. So, ja, die also, Medien, das interessiert sie nicht so. Genau so. Und dann, meine Mutter hatte eine gute Praxis, die war auch danach kaputt, so, weil die Leute geredet haben, so, verstehst du? Und so in Karlsfeld. Hallo, ihr Karlsfelder. Ja, der Image, ich bin der Schwarze aus der Heilpraktikerpraxis in Karlsfeld. So, ihr wisst Bescheid, Krankengymnastin. So, und auf jeden Fall, genau, an meine Dachauer Karlsfelder Hörer. So. Ich habe da mal gewohnt. Genau. Und und dann, wo wollte ich jetzt hinaus gerade? Knast und so. Genau, Knast und so. Und dann bin ich zu dem Landgericht gegangen und ich hatte eine richtige Scheißanwältin.
Frau Schwert, wer die hat. Pflichtverteidigung, was? Ja, das hat sie auf Pflichtverteidigung gemacht, aber ich habe hier unter der Hand auch noch was bezahlt, wie die Anwälte das halt machen in München. Also nicht die guten, aber die Scheißanwälte. Pflichtverteidiger sind die größten Spastis. Genau, gibt für eure Verteidigung Geld aus. Ja, musst du. An dieser Stelle, ich mache Werbung für Dr. Kai Wagler. Genau. Und dann auf jeden Fall, dann war ich dort und diese Keule sagt zu mir so, ja, bla bla bla, ich weiß ja auch nicht. Und ich sage, hey, der Typ wird jetzt gleich kommen und wird sagen die Wahrheit, weil er einbricht und er ist ein Lappen. Und der wird jetzt die Wahrheit sagen, dass es nicht so ist. Und sie hat aber gesagt, ich soll davor schon eine Aussage machen und ich habe aber gesagt, ich will das nicht. Und dann war ich in ein Kreuzverhör 4 Stunden gesessen, wo ich nicht mehr gewusst habe danach, wie oben, unten, links, rechts, so von 3 Richtern. So. Und die Schöffen haben geschlafen währenddessen. Und dann war mir schon klar, das läuft alles hier nicht so toll am ersten Tag. Und die haben schon so, ja. Dann auf jeden Fall kam der Typ und hat gesagt, Entschuldigung, ich habe nur Scheiße gelabert, also er hat die Wahrheit gesagt und das stimmt alles nicht, was ich gegen Herrn Diouf gesagt habe und ja, ich will das gern zurückziehen. Und die sind alle ausgerastet, Verhandlungen unterbrochen, pipapo, dies, das, so. Nächster Tag, 2. Verhandlungstag, ich lach mir den Arsch ab. Was machen die? Die nehmen einen Typen, der über Hörensagen geredet hat, ja, und tun den mit dem Typen, der gegen mich eine Aussage gemacht hat, in einen Raum sperren. Okay, doch, über Nacht. Und dann holen sie den und fragen, was haben sie denn geredet in der Nacht mit dem Typen in der Zelle? Der Typ hat doch schon gerade gesagt, dass es alles gelogen ist, was er gesagt hat. Und dann fragst du den, was er mit dem in der Zelle geredet hat. Ich war mir sicher, die dürfen die nicht mal zusammen in einer Zelle schlafen lassen, wenn die gegen mich aussagen, beide. Weil die sich ja dann ihre Geschichte über Nacht zurechtlegen können. Verstehst du? Schon. Auf jeden Fall, dieser Justizfehler, Irrtum wurde begangen. Nachweislich, weil das wird ja festgehalten. Und dann am nächsten Tag, dann hat meine Anwältin den Typen dann nochmal geholt. Was ich nicht wusste, die Staatsanwaltschaft hat ihm einen Deal angeboten, weil er nochmal eine Zusage gemacht hat im Gefängnis und er im Gefängnis nochmal eine Zusage gemacht hat auf einen Deal und hat aber bei Gericht gesagt, ich bin sein einzigster Dealer. Er hat mich dann auch noch älter geschätzt, als ich bin. So, er hat gesagt, seit 1996 verkaufe ich in jegliche Art von Drogen. 1996 war ich 10 Jahre alt und der Junge war 5 Jahre älter wie ich. So, also so ging seine Aussage los. Und dann habe ich dem Richter darauf hingewiesen und der wollte mir nicht zuhören. Und dann haben die Richter gesagt, so, nochmal mir die Pistole auf die Brust gehalten und haben gesagt, okay, wenn du uns jetzt sagst, wer es ihnen gegeben hat, dann darfst du nach Hause gehen. Und ich habe gesagt, ja, Herr Richter, ich sage Ihnen, ich war das nicht und ist nicht meine Aufgabe, das hier den Detektiv zu spielen, zu ermitteln oder so zu preiszugeben oder irgendwas dazu zu sagen. Und dann habe ich halt einen jugendlichen Leichtsinn gesagt, so, und selbst wenn ich wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen. So, und so, genau. Und dann hat der Typ ganz brav seine Aussage wiederholt. Ich bin ausgeflippt. Ich habe 5,5 Jahre bekommen. Dann habe ich gedacht, ich werde jetzt gleich verhaftet. Weil jeder Mensch, den ich im Knast kennengelernt habe, in 3,5 Jahren, der bayerische Staatsvollzug, habe ich jeden kennengelernt und die wurden alle verhaftet bei Gericht. Ich aber nicht. Echt? Haben sie dich rausgelassen? Ich durfte nach Hause gehen. Mit 5,5 Jahren im Nacken. Und dann haben sie gesagt, okay, der Junge geht nach Hause. Dein Haftantrittzettel warten. Ja, und dann bin ich nach Hause und bin aber aus dem Gericht raus und habe gedacht, okay, jetzt kommen die und verhaften mich. Hattest du keinen Bock zu flüchten? Du hast du nicht an Flucht gedacht, so? Ausland und so, ganz ehrlich? Nein, also warte. Du hast gerade 5 Jahre kassiert. Ich erkläre dir gleich die Situation, so, weißt du so, aber ich gehe da raus und dann sehe ich so, okay, keiner kommt, um mich zu verhaften. Denke ich mir, okay, jetzt steige ich mit meiner Mutter in die S-Bahn. Genau, und dann denke ich, im Bruck stehen die jetzt und verhaften mich. Nein, auch nicht. Auch keiner. So, okay. Und dann haben die aber geprüft in der Zwischenzeit noch, ob das überhaupt Bestand hat, was die da gerade gemacht haben. Und deswegen hatte ich den Glück, ja, dass ich gehen durfte. Ja. Der Richter hat gesagt, weil es nach 5 Uhr war, aber ich kenne Leute, die wurden auch schon um 8 Uhr verhaftet. So, mit der Polizei halt dann vor der Tür. Ja. Und dann bin ich nach Hause, habe mit meiner damaligen Lebensgefährtin geredet und habe das ausführlich besprochen. Wenn ich geflohen wäre, hätte ich 20 Jahre abhauen müssen. Oder mich verstecken müssen bei irgendwelchen Leuten. Echt 20? Das ist 20 nach einer Gerichtsverhandlung und 10 vor der Gerichtsverhandlung. Also wenn ihr flüchten wollt, haut vor der Gerichtsverhandlung ab, dann sind das 10 Jahre. Und 20, wenn ihr in die Verhandlungen dabei wart. Ja? Und das Glück habt, da mit einer hohen Haftstrafe dann nochmal nach Hause zu gehen, was auch eigentlich nicht der Fall ist. Dann auf jeden Fall, dann bin ich auf Flucht gegangen.
an meinen Homeboy, danke, du weißt, wer mich abgeholt hat. Du passt immer auf mich auf. Der hat mich abgeholt und ich war dann dort, habe mich bei dem versteckt. Seine Freundin war damals Studentin. Die hat in einer Studentenstadt gelebt und dann war ich dort erstmal für 2 Wochen oder so. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mich dort richtig abfuckt, dass ich mich dort wie im Gefängnis fühle. Und dann gab es auch mal 1-2 Mal eine Situation, dass ich mich eine Streife aufhalten wollte und so. Und ich stand da schon an der Tür und Ding und Alter, das war ein Schwitzen. Und ich habe mir gedacht, Alter, fickt euch doch alle, Mann, ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt wieder nach Hause, da weiß ich wenigstens, wo was ist. Dann bin ich nach Hause, habe mich 3-4 Wochen dort in der Wohnung versteckt bei meiner Lebensgefährtin. Das ist auch ein scheiß Leben so, gell? Ja, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt, das vielleicht 10 oder 20 Jahre zu tun. Ja, also hätte ich mich schon arrangieren können damit. Aber wie gesagt, natürlich hat die Justiz, die Polizei dann mich recht schnell angefangen zu suchen, nach 4 Wochen. Also nach 2 Wochen schon. Aber nach Deine Stufe wächst auch. Umso länger du flüchtig Fahndung, bist, umso höher geht dein Aber ich Level. hatte die Schleierfahndung hier. Verstehst du, wenn ich nicht will, dann, verstehst du, wenn ich will, dann finden die mich. Auf jeden Fall war ich schon an einem Punkt, ich hatte schon abgeschlossen, ich wollte nur noch meinen Geburtstag draußen bleiben. Und wollte gerade mich fertig machen und zum Kollegen gehen, der DJ ist Don Dado, schönen Gruß, der hat da damals aufgelegt in der Bar. Und da wollte ich da noch hingehen und dann wäre 2 Wochen später mein Geburtstag gewesen, hätte ich mich selber gestellt. Weil das Problem ist, wenn ein Haftbefehl draußen ist, dann bist du noch immer nicht Selbststeller, verstehst du? Weil du wurdest ja trotzdem verhaftet. Verstehst du? Hast keine Möglichkeit mehr, Selbststellerbonus zu bekommen, wenn ein Haftbefehl draußen ist. Ja, wenn du jetzt zu deinem Haftantrag Genau, normal gegangen wärst. Mein Anwalt hat gesagt, da ist kein Haftbefehl draußen, aber die Bullen standen schon am Fenster und so und vor der Tür und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich warte jetzt, bis die weg sind und gehe da hin. Dann wurde ich aber vor der Tür verhaftet leider. Dann wussten die nicht, ob ich bin oder mein Bruder. Schönen Gruß an meinen Bruder. Wussten die nicht, ob ich das bin oder mein Bruder, weil die am Tag da schon meinen Bruder verhaftet haben. Ich wusste das. Also nicht verhaftet, sondern kontrolliert. Ich hätte eigentlich nur sagen müssen, ja, ich bin wieder die Personalien von meinem Bruder geben müssen, hätten die mich gehen lassen. Und dann war mir das aber zu dumm und ich habe gesagt, ja, hier bin ich, es ist kein Haftbefehl draußen und ich habe heute mit meinem Anwalt telefoniert, was soll denn der Scheiß? Und die haben gesagt, ja, wir müssen jetzt mal mitkommen. Und dann warst du weg Dann vom ging es Fenster. erstmal in die Polizeistation, und dann ging es in die Edstraße, dann musste ich in der 9-Mann-Zelle schlafen, 3 Tage lang. Mit diesen hässlichen Betten. Ja, 3 Tage. Mit 2 Rumänern, 2 Bulgaren, einen Griechen, einen Ägypter. Boah. Jeder andere Story, warum er da ist, weißt du? Ja, so. viele Abschiebehäftlinge auch und so, gell? Ja. Und Aber ich habe die Rumäner kommen erklärt, hier. den Ägypter habe ich erklärt, was er machen muss, dass er da bleiben kann wegen politischen Asyl und pipapo und so. Verstehst du? Aber man konnte nur reden mit Dolmetscher. Der musste mit denen und denen und denen. Ja, so. Lustig, Knast halt. Auf jeden Fall, dann bin ich dann ziemlich schnell nach Stadelheim gekommen. Nach 3 Tagen, ziemlich schnell. Ja. 3 Tage Erdstraße ist schon Das eklig. ist Horror, Mann. Da kannst du dich nicht duschen, nicht waschen, gar nichts. Alter. Ich Ja. habe ausgeschaut wie Old Dirty Bastard auf meinem Haftausweisfoto bei Stadelheim, Alter. So meine Afro, so. Ich hatte mein Afro so seitlich Ding. So. Leider habe ich den nicht, weil den durfte ich nicht mitnehmen, sonst hätte ich ihn euch gezeigt. So. Aber auf jeden Fall, ja, das war lustig. Und dann habe ich aber beim Zugang gleich einen Kollegen in der Zelle gehabt. Ja, also den kleinen von Bruder draußen. von einem Freund von mir, Yücel. Schönen Gruß, Yücel. In der Zelle gehabt. Und der war da mit mir ein paar Tage. Aber er war Jugendlicher und durfte nicht zu den Erwachsenen. Und ich bin dann zu den Erwachsenen rübergekommen. Dann saß ich auch gleich mit dem Serkan Aksu in einer Zelle, dem U-Bahn-Schläger. Schönen Gruß. Und genau. Und der dann. Das Welchen war schon Block warst du denn? erst Westbau und dann, weil ich aber Küchenerfahrung hatte, Südbau. Bist du Hausarbeiter gewesen? Was? Ich habe dann in der Küche gearbeitet. So, da ist die Verpflegung wenigstens gut. Ja, ist chillig. Hast du was zu essen und so? Ja, man kann sich Pizza machen und Baguettes machen und so. Man kann nur eigenes Essen essen. Das ist geil. Kann Fleisch klauen. Also will ich nie wieder machen. Aber ich komme auf den Bau, deswegen. Ja. Auf jeden Fall. Und aber wenn Küche. Und dann habe ich dort auch so gleich ein paar Jungs kennengelernt und so. Aber ich kannte den Knast so wirklich aus dieser Knast keinen, so damals so wenig Leute. So. Was war so dein Alltag im Knast? Ja, halt in Stadelheim war das in der Früh um 4:45 Uhr aufstehen. 5:15 Uhr Dienstbeginn. Küche. Dann Kartoffelschälen am Anfang. Dann, wenn du Metzger bist, Fleisch, Schnitzel schneiden, klopfen, braten, Kaiserschmarrn machen. Ja, auf Masse essen, halt für den ganzen Knast. In die Kinderficker-Dinger immer reinspucken und wichsen.
jeden Wagen, glaubt's mir, ihr ganzen Kinderficker, alle, die im Knast waren, glaubt's mir, wenn ihr da drin wart und ihr seid Kinderficker, da ist Pisse drin bei euch, Wichse, den ganzen Scheiß, den müsst ihr fressen und alle anderen Häftlinge tun das immer bei euch gerne in die Station und alle, die bei euch in der Station in der Küche arbeiten, die wissen das. Aber weil die es nicht essen müssen, sagen die es euch nicht. Ja. Kinderficker werden auf jeden Fall schon hart misshandelt. Ja, aber die haben es ja nicht anders verdient. So, Karma. So, man erntet, was man sieht. Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum die Leute, Digga, in den Knast gesteckt werden. So. Ja. Ich verstehe das nicht. Weil das ist fast schon, so in Landsberg ist ja auch so, Digga. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber wir dürfen es nicht weiter propagieren. So. Wir werden noch weiter darüber reden. Nein, weißt du, was ich aber nie verstanden habe? In Landsberg ist ja auch so, du hast den Gang mit den Intensivgewalttätern, ist der gleiche Gang wie der von den Pädophilen. Weißt du? Die Leute, die jemanden abgestochen haben oder keine Ahnung oder jemanden ins Koma geboxt haben, sitzen mit den Kinderfickern, um ihre Aggression quasi unter Kontrolle zu kriegen in einen Gang. Aber wie gesagt, scheiß auf das. Du hast dann weitergemacht? Ja, und dann habe ich im Knast angefangen, wie gesagt, zu schreiben und so. Auch nochmal Danke an all die Leute, die mir da geschrieben haben zu der Zeit. Die wissen alle schon, wer gemeint ist. Und dann habe ich da angefangen zu flowen und dann, wie gesagt, dann bin ich in Stadel, vom Stadel. Was für Beats hast du gerappt? Gar keine. Hast du nicht im Radio? Sachen, die im Radio laufen, Bruder. Ja, so, aber nur im Radio so die BPM. Manche, es gab so Sendungen ich auch so gemacht. Auf Sputnik und so, da kam manchmal nur Instrumentals oder so. Das war schon cooler und so, aber trotzdem so mehr oder weniger war das alles so a cappella und so. Das Hauptsache, das, was du sagst, hört sich krass an. Ja. Es klingelt, Bruder. Irgendjemand klingelt ans fliegende Auge, irgendjemand klingelt. Nico wird's schon regeln. Okay, genau. Okay. Ansonsten, Dann hast du im Knast auf jeden Fall deine Zeit rumgebracht, Sport gemacht, Texte geschrieben. Ja, also ich bin ordentlich auseinandergegangen. 92 Kilo habe ich gewogen, wo ich rausgekommen bin. War ein ordentlicher Brecher. Ja, kann man auf jeden Fall aufbauen. Dann hat man viel Zeit. Ich würde sagen, wir unterhalten uns hier gerade schon mittlerweile 1 Stunde, glaube ich. Echt, schon 1 Stunde. Wir sind, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr vorangeschritten. Haben wir irgendwas vergessen? Ich würde sagen, wir haben über deine Single geredet, wir haben über dein Label geredet, du hast über deine Crew geredet, wir haben über deinen Gefängnisaufenthalt gesprochen, wir haben über deine Meinung über München Hip-Hop geredet. Okay. Und deine Zukunft, also wenn du, ich würde es eigentlich schon fast jetzt dir das letzte Wort geben. Okay, cool. Dann kannst du jetzt noch was ankündigen und jemanden grüßen. Okay, erstmal grüße ich mein ganzes Team von Genius und Madness plus alle Kameraleute, wo mir einfällt, das Allerwichtigste, weil wir das bei meinem Video überswitcht haben. Der Krischo, der Kneso Raccoon, der dreht unsere Videos auf einer fucking Red, das Hollywood-Shit. Danke auf jeden Fall diesem Mann, der uns visuell darstellt. Ohne den wäre das nicht möglich und der ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von Genius and Madness heute. Was ich jetzt auch noch sagen will, so mein letztes Wort, so, das war jetzt alles ziemlich viel so History, was alles passiert ist, so, aber das alles muss ich erzählen, um überhaupt weiter erzählen zu können. So. Also ihr könnt mich auch gerne nochmal einladen, und genau, auf jeden Fall, es geht um Genius and Madness. Das ist mein Label mit meinen Partnern Babalu und Jay Jason. Checkt uns aus auf Spotify, auf Instagram, folgt uns. Wir werden dieses Jahr ein sehr gutes Programm hinlegen. Von Theatron bis einmal im Monat, ab nächsten Monat, ab 9.4. Haben wir eine eigene Show im Maxis 2, kommt vorbei. Und da ist nur einmal Sommerpause, glaube ich, im August. Dann sind wir jetzt in Fürstenfeldbruck, spielen wir auf dem Volksfest wie letztes Jahr und dieses Jahr werden noch ein paar andere Locations dazukommen, wo wir überall spielen werden. Wir werden auf jeden Fall Welle machen. Tracks werden kommen. Ist alles schon fertig. Kein Stress, Leute. Kein Stress. Genau. Super. Sonny the Dawn ist im Haus. Yeah. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg für die Zukunft. Danke, Bruder. Ich finde es auf jeden Fall nice, dass du mein Gast warst.
Ja, man freut mich, Kanli. Doppelmann, checkt seinen Scheiß, schaut seinen Scheiß an, er verbreitet es, teilt es. Das Wichtigste ist, Leute, ja, ihr seid die Wichtigsten, weil ihr schaut es ja an und ihr redet dann darüber, ihr zeigt es. Vielleicht ist nicht jeder, der hier redet, irgendwie seid ihr mit dem einer Meinung, aber hier geht es ja nur um Rap. Ja, es geht nur darum, die ganze Sache mal nach vorne zu bringen, Genau. wieder München auf die Karte zu bringen. Nein, also München ist safe auf der Karte, weil wir haben starke Künstler und das sind für mich Leute, die wo einfach das leben und jeden Tag den Scheiß arbeiten und das auch ernst nehmen. Und das ist auf jeden Fall in München gegeben. Eine Situation auch noch, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, hier gleich um die Ecke, wo wir uns gerade hier befinden, ist die Deutsche Pop. Ja, die Deutsche Pop bildet Leute aus, Künstler in diversen Bereichen, überall. Aber der Schwerpunkt von der Deutschen Pop im Management, der ist leider in Köln und in Berlin, glaube ich, oder in Hamburg. Ja. Und das ist der Grund, warum wir in München wenig Manager haben. Und alle, die was können, woanders sind. Das ist leider ein trauriger Fakt. Da hatte ich mit Cess auch letztens was. Vielleicht Deutsche Pop. Hip-Hop ist Ich in war München. so bei euch gehockt, eine Stunde, hab mit euch gelabert. Vielleicht könnt ihr mal hier wieder einen Zweig ansiedeln. Schauen wir mal. Dann hau rein, Bro. Wir sehen uns. Cool. Peace out. Ciao, Leute. Jo Leute, das war die 5. Folge von unserem neuen Format Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst eine Bewertung, macht einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Channel auf YouTube, um keine Folge mehr zu verpassen. Um auch nichts mehr von Genius and Madness zu verpassen, könnt ihr auch deren YouTube-Channel abonnieren. Die werden auf jeden Fall dieses Jahr noch den ein oder anderen Song releasen. Checkt sie auf Spotify ab, folgt Sonny the Dawn auf Instagram, folgt Erich Kanli auf Instagram, folgt Private bzw. Pidada auf Instagram, folgt Nikolarisch, folgt 3DMS, folgt PM Studios, folgt Soundstar Studios, auch ganz wichtig. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch in der Beschreibung nach unserem Online-Shop gucken. Wir haben da ein paar Artikel, wir haben T-Shirts für euch, wir haben Pullover für euch, wir haben Tassen für euch, wir haben alles Mögliche für euch mit unserem Logo drauf. Weiter geht's mit einer Sponsoranfrage, genau. Wenn ihr Bock habt, uns zu sponsoren oder Bock habt, uns einfach Musikvideos zu schicken, alle Anfragen in jeglicher Hinsicht könnt ihr an soundstarstudios@gmail.de machen. Da sind wir auf jeden Fall am Start, gucken uns das an. Und wenn ihr wissen wollt, mit was für Equipment wir gearbeitet haben, dann könnt ihr auch noch in die Beschreibung gucken. Wir haben jeden Artikel dort verlinkt, den ihr dort auch kaufen könnt. Ihr könnt schauen, mit was für Equipment wir hier gearbeitet haben. Und wenn ihr Bock habt, selber solche Videos zu machen, dann seid ihr auf jeden Fall, könnt ihr machen. Viel Spaß. Peace out, bis zum nächsten Mal, seid am Start, haut rein.